Okay, wir sind wieder unterwegs. Ja, also in den letzten 3 Monaten tatsächlich ist eine Menge passiert. Das letzte, was ihr von uns jetzt eigentlich gesehen habt, war, ja, wie wir von Kuba quasi nach Deutschland geflogen sind und ja, wieder in Deutschland angekommen sind bei meinen Eltern. Da haben wir ja 3 Monate verbracht und ordentlich Videos geschnitten, halt ordentlich gearbeitet, also die Zeit wirklich effektiv genutzt. Aber ja, auch irgendwie ja, nette Zeit mit meinen Eltern verbracht. Meine Schwester war auch da, mein Bruder haben wir auch gesehen. Olgas Mama war auch kurz zu Besuch. Olgas Geburtstag gefeiert, mein Geburtstag gefeiert. Das war alles sehr, sehr nett, aber ja, es sollte natürlich weitergehen. Also ja, wir wollten natürlich wieder losfahren, wieder Fahrrad fahren. Und ja, das hat sich alles auch ja, entsprechend entwickelt, so dass ein paar Grenzen wieder aufgegangen sind und so weiter. Und wir befinden uns jetzt in Dänemark. Sind seit 4 Tagen schon hier. Das Wetter ist leider noch nicht so gut. Wir müssen so ein bisschen langsam wieder reinkommen. Es regnet, der Wind kommt von vorne, deswegen haben wir noch nicht so viel gefilmt. Ein bisschen wieder in das Rhythmus reinzukommen, das Fahrrad zu fahren, Zelt auszupacken. Aber das Coole ist, in Dänemark hat man ganz viele sozusagen Shelterplätze, so überdachte Plätze, wo man sein Zelt aufbauen kann und Nacht verbringen. Und So das, wie den hier. genau, und das hilft momentan richtig gut, weil wenn du weißt, dass du abends auf jeden Fall deine Sachen wieder trocknen kannst, ein guter Ort zum Schlafen hast, dann kannst du auch im strömenden Regen fahren. Wir sind ja auf dem Weg Richtung Norden auf jeden Fall, nach Hirtshals, und da werden wir dann mit einer Fähre nach Island fahren. Das ist erstmal der Plan für jetzt. Eine ganz große weitere Ankündigung noch, das wissen wahrscheinlich viele von euch schon, wenn dieses Video jetzt rauskommt. Wir haben neue Fahrräder am Start. Das sind unsere neuen Fahrräder von der Firma Böttcher. Einmal andersrum, dass das Licht gut ist. Das Modell Evolution von Böttcher. Einmal Olga und einmal ich. Ja, also wir sind wirklich ausgestattet mit allem drum und dran. Alles, was das Radlerherz höher schlagen lässt. Mit ja, Rohlaufnahme, Gates Kettenantrieb, nicht Gates Kettenantrieb, noch ein bisschen früh, Gates Riemenantrieb, Scheibenbremsen, SON, Nabendynamo, Tubus, Gepäckträgern. Also es ist ein Stahlrahmen aus einem Reynolds 853 Rohrsatz. Dann haben wir, ja, was haben wir noch? Nö. Ja, genau, noch eine Sattelstütze mit Spinnweben. Wieder einen schönen Sattel von Terry. Bisschen andere Lenkergeometrie diesmal gewählt. Olga. Ungefähr das quasi gleiche. Mit anderen Griffen. Griffen. Ja. Also die hat Böttcher uns zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Firma Böttcher. Die Räder laufen bisher sehr, sehr gut und ja, wir hoffen, dass sie uns jetzt, oder wir gehen sehr davon aus, dass sie uns jetzt erstmal durch Dänemark bringen werden und dann durch Island. Und ja, wie es danach weitergeht, müssen wir sehen, wie es Corona-technisch aussieht, welche Grenzen offen sind. Eventuell Skandinavien, eventuell Baltikum. Mal sehen, aber ja, jetzt erstmal Dänemark und ja, da werden wir jetzt die nächsten Tage auch wieder ein bisschen filmen und euch mitnehmen und ja, zeigen, was hier so los ist. Also viel Spaß! Ja, so sieht also einer dieser Shelterplätze aus. Da gibt es halt hier ja, so einen überdachten Platz, wo man dann drinnen schlafen kann. Und dann ist hier so ein großer Platz quasi. Und da vorne sind auch noch ein paar Bänke, wo man dann auch noch ja, sitzen kann und kochen kann. Und ja, da vorne ist auch noch sogar eine Toilette. Und ja, die Sachen oder diese Shelterplätze sind gratis. Da darf man quasi
umsonst eine Nacht drin schlafen. Und ja, es gibt eine App, Shelter heißt die. Und auf der App sind ja, in Dänemark die ganzen Shelterplätze markiert. Weiß nicht, gibt Tausende, glaube ich, keine Ahnung. Also echt abgefahren. Hier ist dann die Toilette. So sieht das Ganze aus. Also einfach mega cool. Also wir sind auf dem Nordseeküstenradweg unterwegs. Ich glaube, der startet irgendwo in Frankreich oder so sogar schon. Hi. Oder in den Niederlanden. Ja, in den Niederlanden wahrscheinlich irgendwie. Und geht dann durch Deutschland, Dänemark und dann sogar auch noch Norwegen. Und ja, in Dänemark sind ungefähr 580 Kilometer. Und fängt gerade an zu regnen. Gucken, vielleicht müssen wir gleich kurz Regensachen anziehen. Ja, lassen wir anziehen, ne? Also 580 Kilometer durch Dänemark. Und es regnet. Fast alles schon gepackt. Fast alles gepackt. Ja, sehr gut. Ja, hier haben wir gestern geschlafen, wieder in einem schönen Shelter Place. Richtig coolen Ausblick. Und der Wind hat ein bisschen gedreht. Wir haben möglicherweise doch leichten Rückenwind heute. Also zumindest von schräg hinten, aber vielleicht sogar echt von richtig hinten. Das sieht ganz gut aus. Drücken Sie die Daumen. Genau, ja, kann man ein bisschen mehr Kilometer machen. Und wir haben auch schon wieder den nächsten coolen Shelter Place gefunden. Es gibt halt eine App dafür, die heißt Shelter einfach. Und da sind all diese Plätze markiert und mit einer Beschreibung. Ja gut, alles auf Dänisch, aber ja, klappt schon irgendwie. Und ja, der heute Abend soll sogar auch eine Dusche haben, was halt auch cool ist. Und ja, es sind 60 Kilometer von hier. Sollten wir, glaube ich, hinbekommen. Aber dann müssen wir jetzt los. Ja, bevor der Wind anders. Genau, bevor der Wind sich wieder umdreht, genau.
Nächster Shelter. Wir sind jetzt in der Nähe der Stadt oder des Dorfes Fjalltring. Keine Ahnung, was Größeres ist hier irgendwie in der Gegend nicht. Bisschen nördlich von Thorsminde. Da sind wir heute entlang gefahren. Und boah, mega fetter Shelter wieder. 2 so eine großen Hütten wieder. Und noch einen anderen Radfahrer wieder getroffen. Den treffen wir eigentlich schon die ganze Zeit. Auch aus Deutschland. Das ist ganz witzig. So sind wir die letzten Kilometer auch noch gemeinsam gefahren. Und ja, das erste Mal, dass wir jetzt so richtig am Strand sind, ne? Ja. Dänemark. Nee, gestern. Gestern war auch am Strand. Ja gut, aber auf der anderen Seite halt. Also nicht an der Nordsee, sondern Okay, das ja, war in diesem stimmt. Fjord-Teil, genau. Okay, In ja. dieser Bucht. Jetzt sind wir richtig an der Nordsee. Und wollen wir gleich nochmal schwimmen gehen, ja, oder? Ja, glaube ich schon. Ich spring da gleich nochmal rein. Okay, dann filme ich euch. Es ist heute wieder so windig. Jetzt sind wir hier auf irgendeinem Weg durch die Dünen und der ganze Sand ist über den Weg gekommen und man muss die ganze Zeit schieben. Ziemlich anstrengend. Und dafür hat man auch ziemlich coole Ausblicke. Jetzt sind wir gerade direkt am Meer. Ich glaube, wenn ich das Mikrofon jetzt so rum habe, wird der Sound ein bisschen schlechter, weil es super windig ist. Kleines Stückchen noch, glaube ich. Genau. Da geht's weiter. Ja, hoffen wir mal, dass da weniger Sand auf dem Weg jetzt liegt. Wir fahren können.
Hier gibt es erstmal eine schöne Abfahrt. Hulala. Schön vorsichtig. Ich fahre nicht da. Ja, nee, natürlich. Ja, mega cool. Jetzt sind wir von der Düne runtergekommen und hier ist wieder ein richtig schöner, normaler Weg. Auch sandig, aber ja, schön festgefahren. Hier kann man wieder wunderbar fahren. Es geht richtig geil nach wie vor durch die Natur, hier durch die Dünenlandschaften. Ist echt richtig schön, richtig einzigartig auch. Sowas haben wir echt auf unserer ganzen Reise noch nicht gesehen. Solche schönen Dünenlandschaften mit dem hohen Gras, zwischendurch so ein bisschen Sand und ja, die ganze Zeit am Meer natürlich entlang. Ist echt richtig schön. Bis jetzt also Dänemark, absolut geniales Land zum Radreisen. Insbesondere halt auch mit der Kombination mit den Sheltern, mit der Shelter-App. Das ist einfach absolut genial. Man kann hier gemütlich auf diesem geilen Fahrradweg fahren. Abends weiß man, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Sich keine Sorgen um Regen, um Wind und was auch immer machen. Teure Zeltplätze oder sowas, Wildcamping. Braucht man alles nicht. Man hat diese genialen Shelter, kann da eine Nacht pennen. Und dann geht's weiter und man fährt hier auf solchen geilen Wegen mitten durch die Natur. Super. Mega. Also die Sache mit den Shelterplätzen ist einfach mega genial. Heute haben wir einen ganz besonderen Platz. Ein Platz, an einem Ort, an so einem Ort haben wir noch nie geschlafen, oder? Nee, haben wir noch nicht. Ein Bunker. Das ist ein alter Scheinwerferbunker. Der ist Teil vom Atlantikwall gewesen, den die deutsche Wehrmacht damals hochgezogen hat. Die deutsche Besatzungsmacht. Ich weiß gar nicht genau, ja, die deutsche Besatzungsmacht. Die haben von den Pyrenäen bis hoch nach Norwegen, an der gesamten Atlantikküste quasi, Bunker hochgezogen. Und hier in Dänemark an der Küste gibt es die halt auch noch zu sehen. Und das hier, ja, ist ein alter Scheinwerferbunker. Ich weiß nicht genau, was ein Scheinwerferbunker ist. Aber ja, ist ein offizieller Shelterplatz. Hier dürfen wir unser Zelt aufstellen. Und die Nacht verbringen in einem Bunker. Schon abgefahren, oder? Ja, es geht mal weiter und da ist nur dunkel. Na, da gibt's aber. Kommt man da noch rein? Ja, da kommt man noch ein bisschen tiefer, ne? Ja, aber danach ist da dunkel einfach. Da will ich, dass der Raum weitergeht. Ja, ne. Da ist eine Karte. Ein Plan von dem Bunker. Ah ja. Guck mal, B. Das ist der Maschinenraum da hinten. D ist Observation Post. Naja. Ja, hier geht's irgendwie überall. Hulala. Boah, wie krass, oder? Aber es ist auch zum Teil jetzt
Die Hälfte von dem Sand quasi. Ja. Also tiefer. Ja, der wurde ausgegraben hier, ne? Der Bunker. Der war natürlich schon komplett zugesandet. Den haben sie wieder ausgegraben. Boah, krass. Voll mit dem. Sind das Bunker alles? Warum hat man so viele Bunker auf einem Ort gebraucht? Das sind alles Bunker, ja. Das sind, weil hier hinten ist dieser Kanal. Da ist ein wichtiger Seeweg quasi. Deswegen haben sie hier das, glaube ich, alles mit den Bunkern dicht gepflastert.